herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Underground Racing. JDM-Fahrzeuge kennt ihr bei uns auf dem Kanal. Wir machen aber auch klassische Youngtimer der 80er und 90er Jahre. Und da haben wir heute ein ganz besonderes Modell, das zeigen wir euch jetzt. Ja, ihr habt es jetzt mittlerweile sicherlich erkannt, es ist ein 190er W201, ein für uns ja doch relativ ungewöhnliches Fahrzeug hier. Der Kunde aus der Nähe von Dortmund kam auf uns zu, eigentlich mit dem Wunsch, dass wir das Auto abstimmen und noch ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Das Ganze stammt aus einer Projektaufgabe, also er hat das Auto von zwei doch relativ begabten Schrauberjungs, so möchte ich es mal sagen, abgekauft, die hier schon viel gemacht haben. Gerade im Bereich Abgasanlage wirklich wunderbar geschweißt, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer, da ist also schon extrem viel passiert. Bremsenumbau, große Bremse hier drin, 6-Gang-Schaltgetriebe und so weiter. Also das Projekt ist tatsächlich schon relativ weit gediehen, aber es ist eben leider, wie es häufig so ist, nie zu einem richtigen Abschluss gekommen. Gerade auch im Bereich Elektronik hat man gemerkt, da hat es dann am Ende doch gefehlt und da sagte der Kunde eben, könnt ihr das soweit abstimmen, könnt ihr das soweit fertig machen, dass ich mit dem Auto auch vernünftig fahren kann. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ob man hier eine Straßenzulassung bekommt. Dazu komme ich aber später noch. Und ja, dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut. Ich muss sagen, ich habe im Laufe dieses Projekts richtig Lust bekommen auf die ganze Mercedes-Thematik. Kann mir also gut vorstellen, dass da in Zukunft auch noch mehr passieren wird. Und ja, jetzt gehen wir mal in die Details und schauen, was hier so im Einzelnen gemacht wurde. Ja, das Auto kam, wie gesagt, zu uns, lief schon mehr oder weniger und ursprünglicher Auftrag Abstimmung. Wir haben dann die Haube geöffnet und das erste, was wir hier vorgefunden haben, war dieser wunderschöne Kabelbaum. Sah also genau so aus, wie ihr ihn jetzt hier seht. Ein Wunder, dass das überhaupt irgendwie funktioniert hat. Das Ganze war gekoppelt mit diesem Steuergerät, eine WEMS. Grundsätzlich nicht verkehrt, aber tatsächlich nicht mehr so ganz Stand der aktuellen Technik und auch relativ schwer in der Konfiguration und Abstimmung. Wir haben uns dann das Projekt insgesamt nochmal angeschaut und auch mit dem Kunden gesprochen, was er eigentlich so erwartet von dem Auto und was er gerne möchte. Und sind dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, mit dem Steuergerät hier wird es so nicht funktionieren. Wir haben ihm dann einen Umbau auf eine Link Storm X angeboten, den wir dann auch durchgeführt haben. Und die einfachste Lösung in dem Fall war dann, diesen Kabelbaum hier komplett zu ersetzen und einen neuen Kabelbaum zu bauen, den wir dann auch vernünftig im Auto verlegt und angepasst haben. Weil, wenn man sich das hier so anschaut, wie gesagt, ich hätte da jetzt kein gutes Gefühl gehabt, damit loszufahren, gerade bei den Stromkabeln und so weiter. Ja, der Kabelbaum ist rausgeflogen, das Steuergerät ist auch rausgeflogen. Was wir auch noch festgestellt haben im Zuge des Umbaus, dass diverse Komponenten hier nicht wirklich besonders hochwertig ausgewählt wurden. Beispielsweise hier diese Zündspule. Auf den ersten Blick sieht die aus wie eine normale Bosch-Zündspule, ist aber tatsächlich ein relativ günstiger Nachbau. Ich glaube, die kostet im Zubehör so 30–40 Euro. Ein anderes Teil, was wir dann auch später noch als Plagiat identifiziert haben, beim Prüfstand hat das Auto nämlich tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, den Ladedruck richtig aufzubauen. Das lag am Ende dann an diesem Teil hier. So, da steht zwar Tial drauf, Made in USA, ist aber ein günstiger China-Nachbau, sieht man auch so ein bisschen an der Verfärbung der Kappe. Das ist also kein Original Tial und da haben auch Komponenten gefehlt,
zur Abdichtung, die eigentlich hier reingehören. Ja, dementsprechend, das Teil hat glaube ich auch geklemmt, es waren schon Schrauben locker, also das war eine absolute Katastrophe. Wir haben das jetzt ersetzt gegen ein originales Tial und damit funktioniert es einwandfrei. An der Stelle muss man auch wieder sagen, wenn man was kauft, auf jeden Fall darauf achten, vernünftige Qualität, originale Teile, keine Nachbauten, weil das Geld, was man am Anfang spart, gibt man nachher doppelt und dreifach aus, plus man hat ein Auto, was nicht zuverlässig läuft und was auch nicht die Leistung bringt und das Potenzial ausschöpft, was das Fahrzeug eigentlich hat. Dann schauen wir mal in den Motorraum, der ist jetzt fertig umgebaut. Viele Sachen konnten wir glücklicherweise hier übernehmen. Es war beispielsweise schon diese hier selbst angefertigte Ansaugbrücke verbaut. Es war schon ein Krümmer verbaut, der war auch schon hier thermoisoliert. Der Turbolader war schon drin. All solche Dinge, auch Einspritzdüsen, das konnten wir hier alles glücklicherweise beibehalten. Was wir jetzt neu gemacht haben, das ist, wie gesagt, hier der Kabelbaum. Das ist hier einmal für die Einspritzung, für die Sensorik. Dann haben wir noch eine Ladedrucksteuerung. Wir haben hier einen Zündkraftverstärker für die Zündspulen. Hier haben wir einen MAP-Sensor, alles originale Bosch-Teile, im Wesentlichen Bosch Motorsport. Also das funktioniert jetzt richtig gut. Wenn man den Zündfunken mal vergleicht, leider haben wir das nicht auf Video, was jetzt diese Spule hier an Zündfunken produziert im Verhältnis zu der anderen. Das sind also wirklich Welten, die dazwischen liegen. Das hätte so niemals funktionieren können. Im Zuge des Kabelbaumumbaus ist dann einmal hier ein neuer Sicherungskasten reingekommen. Das war vorher einfach über einzelne Relais, die hier wild im Motorraum rumlagen. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen Sicherungskasten. Alles vernünftig mit einer Kappe, dass das Ganze auch spritzwassergeschützt ist, so wie es eigentlich sein soll. Der Kabelbaum ist hier einmal sauber verlegt worden. Wir haben unser neues Steuergerät einmal hier hinten, hinter dem originalen ABS-Steuergerät, also genau an der Position, wo auch das serienmäßige Steuergerät verbaut ist. Da kommt normalerweise noch eine Abdeckung drüber, die ist jetzt hier erstmal ab, damit man das Steuergerät sehen kann. Aber ich denke, so ist das wirklich ein richtig schöner, cleaner Umbau geworden. Hier fliegen jetzt keine Kabel mehr durch die Gegend. Das eine oder andere kann man sicherlich noch besser machen, aber das ist so schon, glaube ich, richtig gut. Und wie gesagt, wir haben natürlich versucht, hier auch im Sinne des Kunden jetzt nicht wild alles komplett durchzutauschen und Sachen neu zu machen, die eigentlich funktionieren, sondern haben das, was wirklich gut war, hier übernommen oder das, was zumindest gut funktioniert und haben nur die Dinge ersetzt, die tatsächlich für einen ordnungsgemäßen Betrieb, sage ich mal, des Fahrzeugs und auch für die Leistung, die wir hier nachher erreichen wollten, notwendig waren. Ein ganz besonderes Augenmerk kann man hier vorne auf den Ladeluftkühler legen. Den haben wir nämlich komplett umgebaut, inklusive des dahinterliegenden Wasserkühlers. Warum? Weil es ist relativ schnell klar geworden, als das Fahrzeug dann mal vernünftig lief, dass wir hier ein Temperaturproblem haben. Es war so, dass das Auto im Stand, wenn die Heizung aus war, relativ schnell sehr hohe Wassertemperaturen erreicht hat. Also wir reden hier über 100 Grad, teilweise sogar 110 Grad oder mehr. Sprich, das Kühlsystem war nicht effizient genug, die Motorabwärme hier vernünftig zu verarbeiten, den Motor entsprechend runterzukühlen. Mit Heizung auf volle Pulle hat es halbwegs funktioniert. Auch da war die Temperatur aber so bei 100 Grad plus, also eigentlich auch schon fast zu heiß dafür, dass das Auto nur im Leerlauf läuft. Lag halt wie gesagt daran, dass hier ein zu kleiner Wasserkühler verwendet wurde, nämlich der originale 2.6er Wasserkühler, der eigentlich für den Saugmotor ist. Wir haben ja jetzt hier einen 3 Liter Turbomotor aus dem W124, M103 für die Leute, die sich ein bisschen auskennen. Und der Wasserkühler, der hier montiert war, das war dieses Teil. Und wenn man den jetzt mal vergleicht mit dem Wasserkühler, den wir eingebaut haben, dann sieht man also schon auf den ersten Blick, der ist hier vom Netz her deutlich schmaler. Wir reden also ungefähr über 25 bis 30% mehr Netzfläche hier bei diesem neuen Wasserkühler, plus der verbaute E-Lüfter. Das ist jetzt hier ein 380 mm E-Lüfter von Spal. Das breiteste, was wir hier und das größte, was wir hier reingekriegt haben. Vorher war da auch ein deutlich kleinerer drin. Der hat es einfach nicht geschafft,
gerade eben im Stand, wenn die Fahrtluft fehlt, hier entsprechend die Wärme aus dem Kühler rauszukriegen. Und das zweite, was ich gerade schon angesprochen habe, ist das Thema Ladeluftkühler. Da war ursprünglich dieses tolle Konstrukt hier verbaut, hier oben auch schon eingedellt, also die Position hier vorne war auch nicht korrekt. Hier hat schon der Schlossträger bzw. der Haken von der Motorhaube draufgeschlagen. Das war so völlig deformiert. Ja, ich sag mal, auch jetzt nicht unbedingt so richtig schön geschweißt. Und das war das Hauptproblem. Er ist eben viel zu klein. Der ist geratet. Das ist hier ein Boost Products Ladeluftkühler. Wenn man auf die Seite schaut, bis zu 300 PS. Da kommen wir hier bei weitem nicht hin. Das ja, zeigen wir euch dann einfach nochmal in dem Prüfstandsvideo. Aber wenn man den jetzt auch mal hier rein optisch schon vergleicht, einmal von der Breite her, vom reinen Netz, ja, hier endet ja das Netz, ja, da haben wir jetzt hier was ganz anderes verbaut und auch von der Tiefe her. Plus, was wir jetzt hier noch gemacht haben, ist, wir haben die Anschlüsse nach unten gesetzt. Die liefen vorher hier vorne durch. Deswegen hier auch diese ja, teilweise etwas merkwürdigen Radien. Und wir haben jetzt die Rohrführung so geändert, dass wir die originale Durchführung benutzt haben hier vor dem ABS-Block. Hier war also seitens Mercedes schon was vorgegeben für die Dieselmodelle. Das haben wir entsprechend aufgemacht, das gleiche auf der anderen Seite. Das heißt, die Ladeluftrohre laufen jetzt hier sehr dezent, fast gar nicht mehr sichtbar. Vorher lief das alles hier oben lang. Jetzt ist das alles schön versteckt und läuft hier unten. Und das war tatsächlich extrem viel Arbeit. Ich habe auch so ein Setup hier noch nie gesehen in der Form beim 190er, weil man ist sehr eingeschränkt vom Platz. Zum einen durch die Breite der Scheinwerfer. Da lässt sich also nicht so richtig viel machen. Viel breiterer Ladeluftkühler hätte hier definitiv nicht gepasst. Und dazu kommt noch, dass der Träger unten vom Wasserkühler von der Höhe her verlängert werden musste, denn der Wasserkühler, den wir hier verbaut haben, der ist vom W124 3 Liter Motor, also das, was eigentlich auch zu dem Motor gehört. Der ist aber so hoch, dass der mit der normalen Traverse unten nicht funktioniert hätte. Die haben wir also entsprechend auch nochmal modifiziert und jetzt haben wir hier wirklich ein hocheffizientes Kühlsystem. Dazu kommen wir dann auch nochmal bei dem Fahrvideo, beziehungsweise wenn wir gleich nochmal das Auto auf der Straße bewegen. Aber so wie das jetzt hier verbaut ist, funktioniert es wirklich perfekt. Und auch im Hochsommer sollten wir jetzt hier temperaturmäßig keine Schwierigkeiten haben. Wir hatten nämlich tatsächlich erst mit diesem Ladeluftkühler versucht, das Auto abzustimmen. Und es war dann im Endeffekt auf dem Prüfstand so, dass wir quasi einen Lauf machen konnten und dann das Auto erstmal 10-15 Minuten wirklich runterkühlen mussten, bevor wir den nächsten Lauf machen konnten. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Da fängt das Steuergerät an zu meckern und zieht die Zündung raus, reduziert den Ladedruck. Das ist natürlich nicht das, was wir hier haben wollen, weil wir wollen natürlich dauerhaft hier auch die Leistung abfordern können, wenn man es gerne auch möchte. Yeah.